Ah, ist das schön! Nein, Mann! Der Lese ist dunkel. He. Salut zusammen! In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie ich nicht allzu erfolgreich versucht von Verbien wegzukommen. Das Video verlinke ich euch mal noch hier. Auf das Video jetzt hier hättet ihr ja ziemlich lange warten, sorry. Aber ich würde sagen, besser spät als nie. Ich bin ja hier auf der Südseite vom Wallis und die scheint zu dieser Jahreszeit thermisch einfach nicht mehr ganz so gut zu funktionieren. Durch das bin ich dann körperlich und auch mental irgendwie mehr an Grenzen gekommen. Ich bin dann lange nicht so ganz sicher gewesen, wie ich das im Video überbringen soll. Das ist auch mit der Grund, warum es so lange ist gegangen, bis das Video jetzt endlich rausgekommen ist. Aber später mehr zu dem. Jetzt bin ich ja da oberhalb von Verbien auf etwa 2100 Meter und bin gerade am frühen Morgen zum Zelt rausgekommen. Viertel vor 7 Uhr am Morgen. Der Mond ist bretschhell. Sieht man ihn da, ja. Die Sonne geht irgendwann mal auf, es hat ein leichtes Lüftchen. Es ist verdammt kalt, ich habe alles angelegt, was ich habe. Die Nacht hatte ich einigermaßen warm, der Schlafsack ist super, das Zelt ist super. Das Wetter ist auch nicht schlecht, oh, ich kann das Handy nicht mitgeben, weil es so kalt ist. Es ist einfach sehr schön. Apropos, jetzt mein Zelt ab ist zwar sehr nass, aber ich will das los. So. Jetzt haben wir gleich 8 Uhr am Morgen. Jetzt anfangen ein Stückchen hochgelaufen. Ich dachte, ich hätte schon Sonne. Aber offenbar nicht. Ich will jetzt eigentlich in diese Richtung. Jetzt überlege ich mir gerade, irgendwie hier noch aufs Bergchen raufzugehen und dann Morgen abgeleitet zu machen. Und dort vorne neu am Hang reinzulanden. Und dann raufzulaufen, dort auf den Berg. Dem hat es vielleicht Sonne. Bis die Thermik anlässt, wird es auch noch relativ lang gehen. Die Sonne ist erst gerade am Vorkommen. Ich bin auf dem Gipfel, wollte ich unbedingt rauf wollen. Das ist ein kleiner Gipfelstürmer. Da unten, wo jetzt gerade noch Schatten ist, und übernachtet. Das Problem ist jetzt, von hier oben kann man irgendwie nicht so gut starten. Es sind überall Heidelbeere oder Felsen, oder beides. Ich muss mal schauen, was ich mache. So, jetzt habe ich mein Startplätzchen gefunden. Da oben auf dem Gipfel war mir zu heiß und überall die Heidelbeere hier hat es zwar auch, aber ein bisschen tiefere und nicht so viel. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier wegkomme. Und dann will ich dort in die Flanke reinlanden und wieder rauflaufen, sodass ich an die Ostflanke von dem Grat, vom weiten Grat da hinten, also nicht der blaue, sondern der zwischen. Dort will ich an die Ostflanke herkommen, wo die Sonne ist und hoffe, dass es dort Thermik hat. Und dass ich nicht spät dort bin, wenn es schon zu spät wäre, muss ich dort irgendwie starten und das Wallis queren. Auf die andere Seite. Und dort hat ich noch mal ein gutes Stück rauflaufen. Mal schauen. Ja, also der Plan mit dem Wallis queren habe ich dort noch nicht ganz durchgedacht. Der geht nämlich nicht auf. Aber später mehr zu dem. Und so ganz optimal war der Startplatz eben gleich nicht gewesen. Die Heidelbeere haben mir das Leben ziemlich schwer gemacht und immer die Leine wieder einfahren. Und dann hatte ich auch noch leichten Rückenwind und ziemlich lange warten, bis ich eine gute Phase hatte. Aber im Gegensatz zum ersten Tag, als ich beim Kratzen am Gelände eigentlich lieber den Allegro hatte, bin ich jetzt hier sehr froh um einen Explorer. Der startet nämlich sehr viel einfacher als ein Allegro. Wuhu! Ich fliege! Das steigt sogar!
Ich bin in der Luft. Es ist 10:09 Uhr am Morgen. Vorhin schon die ersten Thermikkreisli gedreht, aber wirklich funktioniert hat es halt noch nicht. Das ist noch viel zu früh. Aber jetzt sind ich wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass ich da wegkomme. Das war nicht ganz ohne. Jetzt habe ich hier fein ein bisschen Rückenwind. Jetzt nimmt er zwar ab. Jetzt gehen wir hier die Waldflanke führen, mal schauen, wie es dort so tut. Dann werde ich dort vorne neu reinlanden. Aber hoch werde ich da nicht ankommen, wie es aussieht. Da werde ich dann auch noch deutlich hochlaufen müssen. Im Lee von dieser Waldflanke in der Sonne könnte es vielleicht noch mal ein bisschen steigen. Das müssen wir sicher probieren. Wir haben ja hier schon fantastisches Gleiten. Huhu. Ja, vor der Landung habe ich gerade noch ein bisschen Schiss. Aber jetzt stellen wir da mal schnell die Kamera abstellen. So, also die Thermik hat es jetzt gar nichts gehabt. Aber jetzt kommen wir dann nächstens zur Landung. Ich will dort irgendwo in die Schneise reinlanden. Ich komme viel höher an, als ich gedacht habe, das ist super. Obwohl es dort oben nicht unbedingt viel einfacher ist zum Landen. Mal schauen, wie das geht. Das ist ja gar nicht mehr so weit, auf das Gerät raufzulatschen. Oh, da hat es so ein bisschen Lifte und Geschichten. Jetzt müssen wir dann schauen, wie wir da reinkommen. Ganz einfach wird die Geschichte nicht. Ich weiß nicht, was das da ist. Wenn das Kabel hat, dann haben wir ein Problem. Aber ich glaube, das ist nur ein Weg oder ein Pfosten oder irgend so etwas. Ah ja, das ist ein Baumstrunk. Easy peasy. Gerade knapp über ein Sessel und dann dort irgendwie auf den Weg oder so. Aber ich werde lieber ein bisschen tiefer reinkommen. Da oben dran ist es nicht so geil. Dort auf dem Weg fände ich super. Das wird eine sportliche Sache, das sage ich dir. Jetzt muss ich voll flären. Ja, hure gut! Hure gut! Perfekt gelandet! So, jetzt hatte ich meinen ersten Flug heute. Hure schön. Perfekt gelandet. Ich hatte ziemlich Schiss vor der Landung, aber sie ist ja so perfekt geflärt wie mit dem Explorer wahrscheinlich noch nie. So geil aufgegangen. Seidefein. Der Wind richtig eingeschätzt offenbar. Ich habe jetzt hier effektiv den Wind von da. Aber ganz schwach. Da von diesem Berg da. Kann ich zeigen? Da. Nein. Diesem Berg bin ich gestartet. Ich bin jetzt hier höher angekommen, als ich gedacht habe. Jetzt hier rauflaufen auf den Grat ist gar nicht so weit. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so in einer Stunde sollte ich dort oben sein. Vielleicht funktioniert das nicht thermisch. Weil vorhin hat es schon danach sich angefühlt, als geengt ist. Ja, jetzt gehen wir dort rauf auf das Gerät und dann fliegen wir wieder.
jetzt bin ich da auf dem Pässchen oben angekommen. Jetzt laufe ich auch mal noch da rauf und hoffe, dass es dort hinten dran einen anderen Wind hat als hier, weil hier kommt jetzt gerade schön von hinten, also voll der Westwind. Eigentlich die Hoffnung gehabt, dass hier von der Ostflanke her noch thermisch dominiert ist. Ja. Ich bin jetzt einfach auf der falschen Talseite und ich kann auch das Tal nicht queren, weil dort ist der Flugplatz von Sion. Da komme ich nicht durch. Ich muss fein ein bisschen weit dort hinten und wenn es keine Thermik hat, dann geht es ewig. So, jetzt ist glaube ich langsam Zeit, das mal auf einer Karte anzuschauen. Also, hier unten auf diesem Gerätchen habe ich übernachtet, dann bin ich auf das Bergchen hochgelaufen. Von dort bin ich dann hier rübergeflogen und da am Hang etwa neu reingelandet. Und jetzt bin ich auf das Pässchen hier hochgelaufen. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich auf dieser ganzen Seite des Wallis nicht mehr so richtig Thermik habe. Von dem her müsste ich möglichst gleich mal auf die andere Talseite rüberkommen. Dort ist aber der rote Luftraum, wo man eben nicht durchfliegen darf. Das heisst, ich muss hier aus rumkommen. Und wenn ich keine Thermik habe, dann geht das ewig. Gegen Abend sollte die Westflanke schon laufen. Aber im Moment habe ich einfach nie etwas, das gut angestrahlt ist vor Sonne. Das ist ein bisschen schwierig. Weil ich hier eben ziemlich starken Wind von der falschen Seite hatte, bin ich dann mal noch ein bisschen raufgelaufen. Ich hatte die Hoffnung, dass es dort oben etwas besser sei. Abgesehen davon habe ich auf der Karte gesehen, dass es dort hinten so einen grossen Kessel hat, der voll gegen Süden ausgerichtet ist. Von dem her eigentlich die perfekte Position, wenn man irgendwo noch Thermik erwarten will. Und der Weg dort rauf war fein ein bisschen cool. Also, ich habe mein Startplätzchen gefunden. Hier Ostflanke, Südostflanke. Jetzt haben wir aber eigentlich Westwind und der bläst hier von hinten drüber. Und ich bin angekommen, jetzt hier aber eine Ablösung gehabt. Ich habe das Gefühl, das sollte ich schon rausstarten ins Lee. Aber ich muss es jetzt noch ein bisschen beobachten. Schlimmstenfalls könnte ich auch gegen Osten raus, gegen Westen raus, aber dann habe ich halt keine Thermik. Das wäre ein bisschen schade. Gegen Abend gibt es sicher an der Westflanke Thermik. Da muss ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt langsam schon mal raufkomme, weil eigentlich ist es jetzt genug weite Tage rein, für das Thermik müsste laufen. Aber wir haben halt das Lauf-Lee-Problem. Im Lauf haben wir sicher keine Thermik. Im Lee können wir allenfalls nicht rausstarten. Ja, mal schauen. Also, ich habe es noch mal ein bisschen angeschaut. Der Wind von Westen ist also ziemlich schwach. Jetzt habe ich hier auch immer mal wieder eine ganz leichte Böe von unten. Ich glaube, zum Thermik verwünschen kann ich ja im Moment hier in der Gegend an keinem besseren Ort sein. Ich muss es einfach probieren. Wenn es nicht geht, dann muss ich halt an die Flanke dort hinüberfliegen. Und dort halt nochmal rauflaufen. Ich mag zwar eigentlich langsam nicht mehr laufen, aber müsste ich dann halt. Und dann wäre ich dann vielleicht irgendwie so um 2:30 da oben. Dann müsste die Westflanke definitiv laufen, wenn es heute irgendwo Thermik gibt. Ja gut, auf der Südseite wäre es vermutlich besser. Dort würde es wahrscheinlich jetzt schon gut gehen. Also ich meine auf der Nordseite vom Wallis, die Südflanke. Die würde wahrscheinlich jetzt laufen, aber jetzt bin ich halt hier auf der falschen Seite. Aber das macht nichts, es ist schön. Es ist wirklich schön hier. Ich probiere das jetzt. Mal schauen, was mich noch her verschlägt. Bis ich dann parat war, haben sich die Windverhältnisse gerade noch mal deutlich verschlechtert. Irgendwann hat es aber gleich noch mal einen startbaren Moment gegeben. Allerdings war das Lee deutlich ungemütlicher als angenommen. Uiuiui. So, mal wieder in der Luft. Aber das Lee, das ist also bei diesem schwachen West nicht erwartet, dass das dermassen tut. Aber vielleicht komme ich jetzt hier noch ein bisschen rauf. Also zwar nicht so ernsthaft das Gefühl, dass jetzt an den Raumschiff. Uiuiui, das tut ein bisschen krass. Es geht hier schon auf etwas. Aber es ist ein bisschen hure verrissen und im Moment steige ich nicht mehr. Ja. Grusiges Lee das.
Nein, ich muss hier weg. Es wird nichts. Vielleicht habe ich auch noch eine Chance anzuhängen, aber ich komme dort etwa zu tief an. Selbst für dort schön oben reinzulanden, komme ich auch zu tief an. Scheisse. Ich muss dort hinten irgendwo tief reinlanden. Das ist doch ein Seich. Muss ich wieder verdammt weit laufen. Jetzt haben wir hier schön das Leshaufen. Das lädt hier einfach ab. Ich weiss auch nicht was. Jetzt ist besser wieder drin fliegen. Ich bin eigentlich noch ein bisschen hoch. Also wenn ich dort reinlande. Ja, es steigt nämlich nichts hier. Aber wenn ich ein paar Meter rauflaufe, könnte das eben feierlich gut funktionieren. Da habe ich mich nicht dafür. Ich muss hier reinlanden irgendwo. Ein bisschen tiefer reinkommen. Dann voll in das Ding rein. So. Perfekt. Sanglanden kann ich. Das ist ja geil. Schon wieder gelandet. Das hat nicht funktioniert. Das Lee da hinten war viel brutaler, als ich erwartet habe. Ein paar Kreisel können machen, aber das hat überhaupt nicht wollen. Ja, jetzt bin ich aber immerhin auf 2100 unten, also nicht so weit runter. Also jetzt habe ich etwa 300 Meter verloren. Dünkt mir noch viel für die kurze Distanz. Gutes Geleit habe ich überhaupt nicht gehabt, im Gegensatz zum ersten Flug. Aber es hätte viel schlimmer rauskommen können. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dort oben da auf diesem Fleckchen noch landen kann. So viel weit rauf bin ich nicht gekommen. Jetzt muss ich auch dort rauflaufen. Die Krete hier ist viel höher, also hier wird es auf 2,7 raufgehen. Es kann jetzt natürlich sein, dass es dort oben thermisch geht und hier unten einfach nicht. Ich gehe jetzt mal raufschauen, wie der Aufwind ist am Hang nach. Wenn es mir dann dünkt, starte ich, weil auf dem Weg rauf hier könntest du vermutlich fast überall starten. Das ist jetzt noch geil. Ja, jetzt eigentlich mache ich nicht mehr. Aber jetzt muss ich ein bisschen durchbeissen, damit ich noch eine Chance habe, noch einen geilen Flug zu machen. Überall sind Skigebiete hier. Hier ist auch gerade so ein Sessellift, der ist auch gerade die Revision, er summt so ein bisschen. Es hat Sessel dran. Gefahren sind sie noch nicht. Ich mache im Fall nicht mehr. Wenn ich nicht einen sehr guten Grund hätte, dann würde ich jetzt einfach päuseln. Ich fände es viel schöner, gerade einfach schöne Ecken gehen, einfach mal ein bisschen abliegen. Aber ich habe eine sehr grosse Hoffnung, dass ich heute eben gleich mal noch Thermik fliegen kann. Ich wollte endlich Thermik fliegen, verdammt. Das ist jetzt hier auf 2,42, 2,6 etwa sollte ich rauf, vielleicht 2,7. Das Gefühl, auf dieser Höhe müsste es fast gehen. Es hat dort auch mehr Westwind. Dann könnte es vielleicht schon nur sohren und die Sonne steht jetzt eigentlich langsam voll in dieser Flanke. Und das wird jetzt nur noch besser, das ist das Schöne. Ich mache jetzt einfach viel Pause, laufe langsam. Wenn ich am 3 starten kann, dann ist das tipptopp. Eben mit den 20 Base. Der Wegweiser zeigt auf den Mont Rouge rauf. Stunde 40 und so viel weit wollte ich gar nicht.
Das heisst, auch wenn ich langsamer bin als Wegweiser, das ist sehr langsam, aber das wird wahrscheinlich so sein, sollte ich in dieser Stunde 40 auf eine gescheite Höhe kommen zum Starten. Von dem her kann man die Päuschen gönnen und einfach beim Laufen halt ein bisschen durchbeissen. Auch wenn ich eigentlich nicht mehr mache. Und vielleicht lohnt sich das dann extrem. Und wenn nicht, es keine Thermik gibt, dann will ich zumindest irgendwie so richtig das Sinnaltal absaufen. Also abgleiten, meine ich. Dann erst schnell schauen, aber ich habe so den Verdacht, es könnte sein, dass ich von hier irgendwie auf 2,7, 2,6 umeinander vom Gleiten her es könnte schaffen, in das Sinnaltal hingern. Das sehe ich so ein bisschen als Tagesziel heute. Aber wenn ich noch aufdrehen kann, dann komme ich weiter. Dann könnte ich in die Region reinkommen. Moment mal, also meine Vorstellung von Gleitleistung war in diesem Moment also völlig illusorisch. Schauen wir uns doch das mal schnell auf PowerRange an. Das ist so eine Seite, wo man sieht, wie weit man noch gleiten kann. Ich habe jetzt dort mal eine ziemlich optimistische Gleitzahl von 8,5 eingestellt. Der farbige Bereich wäre der, den ich im Gleiten könnte erreichen könnte. Je röter, desto tiefer bin ich. Das Signal wäre schon ziemlich chancenlos, das ist hier. Und die Fabrik bräuchte Wahnsinnsthermik, das wäre dort hinten. Hä? Jetzt haben wir hier gerade eine Böe von Ost. Jetzt zieht auch da der Hang darauf. Okay, das ist auch eine thermische Ausgleichsströmung. Ja, geht etwa nächstens weiter. Ja, Krieg. Mit raufkommen. Schritt für Schritt, es geht. Und viel fällt mir nicht mehr. Jetzt kann ich hier vermutlich noch so 100 Höhenmeter rauf. Dann geht es nicht weiter. Das heisst, ich schaue mal. Also es geht schon weiter, aber weiter oben kann man dann nicht mehr starten, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir dort noch die letzten paar Meter raufkommen. Wie gesagt, um 3 bin ich oben. Das sollte sogar gehen, sollte länger. Wir haben hier wunderschöne Skilift-Romantik. Da wollte ich eigentlich ausweichen, aber offenbar ist das ganze Wallis verbaut mit Skiliften. Die Orte, wo es keine hat, gibt es offenbar nicht. Also, jetzt nehme ich das mal in Angriff. So, ich habe wieder mal ein Startplätzchen gefunden. Das ist so 2,640 oder etwas. Es hat hier schön gäbigen Aufwind. Ich bin der Meinung, das müsste fast sohren. Von dem her sieht gut aus. Jetzt müsste ich hier einfach nur noch wegkommen. Das unten am Wägli ist mit steil und steinig zum Starten. Hinten am Wägli haben wir keinen Wind mehr. Oben dran wäre super, aber ich wollte mir das nicht antun, dort die Flanke raufzugehen. Oben die Wiese wäre fantastisch. Ich probiere jetzt mal direkt vom Weg aus zu starten. Da unten sind sie noch etwas für das Skigebiet am Bauen, etwa die Luftenbacker. Es wäre jetzt geil, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen aufsohren, vielleicht sogar aufdrehen. Schauen wir mal, was geht. So, und hier wird es jetzt ein bisschen kritisch. Ich war körperlich völlig durch. Und mental irgendwie auch, weil ich die ganze Zeit immer so auf das Thermikfliegen hergestrebt und es hat nie so wirklich wollen. Und jetzt bin ich eigentlich so kurz davor gewesen, endlich Thermik zu fliegen oder zumindest zu sohren. Aber die Startsituation war einfach ein bisschen heikel gewesen. Aber in dieser Verfassung, in der ich war, bin ich irgendwie nicht mehr so ganz in der Lage gewesen, die besten Entscheidungen zu fällen. Ich wollte einfach möglichst schnell in die Luft kommen. Der zusätzliche Aufwand, auf den viel besseren Startplatz weiter oben zu kommen, der wäre so locker wert gewesen. Aber irgendwie ist mir das in diesem Moment, in dieser Verfassung, einfach zu mühsam gewesen. Und jetzt haben wir noch ein anderes Problem ausgerechnet. Beim spannendsten Teil des Tages hat meine 360-Grad-Kamera einfach nicht wollen.
Und die Frontkamera, die habe ich dummerweise auch noch vergessen anzulassen. Von dem her muss ich euch das jetzt anhand von einem Standbild zeigen, was da passiert ist. Also, ich habe den Schirm etwa so auf der Straße ausgelegt, leicht schräg, weil der Wind ist ein bisschen seitlich reingekommen. Ich wollte ihn auf der Straße stehend aufziehen und in diese Richtung rausstarten. Beim Start ist mir der Schirm aber einfach viel seitlicher gekommen, als ich das eigentlich ursprünglich vorhatte. Es hat mir in diesem Moment aber gedacht, das sollte eigentlich schon noch gehen. Als ich in der Luft war, so etwa 1-2 Meter über dem Boden, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich Vollkurs auf die Felsnase da vorne nehme. In diesem Moment ist mir dann auch klar geworden, dass es mir nicht mehr reicht, in der Kurve dort dieser Felsnase auszuweichen. Also habe ich das Einzige gemacht, was ich in diesem Moment noch konnte. Ich habe den Schirm einfach voll links abgerissen und bin durch das relativ weich auf dem Hang unter der Straße wieder zum Stehen gekommen. Ich war wirklich noch nicht hoch in der Luft, von dem her war die Landung völlig easy. Dummerweise habe ich dann einfach den Schirm dort unten über die Felsnase gehängt. Und die Felsen sind ziemlich scharfkantig. Zu dem von her kommt, habe ich jetzt noch mal schnell ein kurzes Live-Statement. Hey, Scheisse, Mann. Jetzt hatte ich einen Hurenschwein. Dort, Felsflanke. Wer dort reingepratscht. Wenn er nicht abgerissen hat einseitig und durch das gerade noch weggekommen. In diesem steilen, weichen Gelände war es nicht so ein Problem, den Sturz abzufedern. Die Landung völlig problemlos. Aber jetzt den Schirm hier raus operieren war eine feine Übung. Ja, ich probiere jetzt einfach mal noch hier rauszukommen. Jetzt hier, wo ich gerade stehe, da liegt mein Schirm. Ich hoffe, ich habe nicht ein grosses Ghetto in der Leine und hoffe, es sind keine gerissen. Aber das mit der Straße, das war heißer, als ich mir gedacht hätte. Jetzt einfach aus dem steilen Gelände raus starten, ohne zu kontrollieren, ob mit dem Schirm noch alles in Ordnung ist, ist sicher nicht die gescheitste Idee gewesen. Rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass ich nicht auf das Wieseli starten, dass ich die Felsnase nicht als Problem gesehen und dass ich dann ohne Schirm kontrollieren dort unten rausgestartet. Das waren alles Entscheidungen, die mir in einem normalen Zustand etwa nicht wären passiert. Und da bin ich jedes Mal einfach ein unnötiges Risiko eingegangen. Ich glaube nicht, dass das Risiko ultra hoch war. Das Worst-Case-Szenario, das mir hier passieren konnte, wäre vermutlich ein gebrochenes Bein oder etwas in dieser Art gewesen. Das ist natürlich ein Risiko, das ich nicht eingehen will. Und am schlimmsten ist, dass es unnötig war. Was ich von dem her jetzt mitnehme, ist, dass ich in solchen Situationen, wo ich einfach so am Ende bin, körperlich und auch mental, viel mehr aufpassen muss, was ich für Risiken eingehe. So, jetzt wollen wir aber schauen, wie das weitergegangen ist. Leider ist die 360-Grad-Kamera beim folgenden Flug immer noch nicht gelaufen, aber immerhin die Frontkamera. Ui! Das hebelt ja fast aus. Wow! 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 Wenn du dann mal oben bist. Leck, ist das schön! Wuhu! Ah, ist das schön! Endlich gestartet! Und es ist hure schön! Ich habe gemerkt, es fehlen mir einige Leinen. Und ich habe Löcher im Schirm. Das ist ein echter Scheiß, was passiert ist, aber es scheint noch recht gut zu fliegen. Ich merke, es gibt kein Problem. Dort habe ich 2 Löcher, Bremsleinen fehlen extrem viel. Solange der noch fliegt, fliege ich nicht. Ui, viel Wind. Es gibt einen Grund, dass es sohrt. Ah, ist das schön! Endlich! 3000 habe ich gemacht, yes! So, wo ist die Thermik? Jetzt bin ich wieder viel tiefer.
jetzt gar nicht mehr. 3000 ist Thermik-Top, offenbar. Hey. Ich kann es nicht mehr glauben, dass ich noch Thermik drehen heute. Die äußersten Galerien fehlen, hier fehlen noch viel mehr. Fehlen fast alle Bremsleinen. Aber die C-Ebene ist ziemlich komplett unbeschädigt. Hier fehlt eine Galerie in der C-Ebene. Sonst nichts und A und B sind auch unbeschädigt. Oh, jetzt haben wir da wieder saufen. Ja, vielleicht kann ich hier jetzt nochmal anhängen. Also wenn es nicht geht, das wäre ein Scheiß. Es steigt schon mal ein Mühe. Mal schauen, da bin ich ja jetzt gespannt. Ja, jetzt sollte aber da etwas kommen, sonst hat es mich dann. Du steigt hier nichts. Es tut gar nichts dergleichen. Nein, hier tut es jetzt einfach nichts dergleichen. Und es sauft sogar noch. Warum? Warum sauft es hier? Hä? Es tut so, als sei hier ein Lee. Oh, ist das der Talwind von diesem Zwischental? Fuck! Es ist ein Lee. Die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass es ein Lee könnte sein. Scheiße! Scheiße! Aus dem Scheiß raus. Hier kommt eben gar kein West an, das ist nur der Talwind von dem isolierten Zwischenteil. Ah, jetzt muss ich um den Scheiß herumfliegen. Die ganze schöne Höhe vergeigt. Grausam. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Hier unten wird nichts mehr laufen. Das kann ich vergessen. Nein, Mann! Also eigentlich war es ja klar. Hier habe ich jetzt nach Thermik gesucht, an dieser Kette dort konnte ich vorher aufsohren. Die Kette links ist halt viel höher und blockt von dem her natürlich der Westwind ab. Und die Thermik, die hier könnte entstehen, die wird vom Talwind her verblasen. Aber klar, man sieht nicht immer alles kommen, vor allem nicht in diesem Zustand. Der eigentliche Fehler war hier aber, dass ich keinen klaren Plan B hatte für den Fall, dass es eben keine Thermik hat. Und wieder habe ich alles auf eine Hoffnung gesetzt, nämlich dass ich an dieser Kante hier aufsohren kann. Das ist gar nicht so die geile Sohringflanke, wie es von vorne hat ausgesehen. Das sohrt überhaupt nichts. Tja, jetzt hätte ich noch hier oben reinlanden können und der Schaden hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten. Aber ich war voll auf Schadensmaximierung aus. Da auf die obere wollte ich nicht. Oberecke. Da hat es eine riesen Hecke, das wollte ich nicht. Ich muss schnell ausholen. Bei der Landung dort unten habe ich mir dann irgendwie auch noch ein bisschen schwer getan und bin durch das irgendwie tiefer gekommen. Jetzt komme ich zu tiefer die Straße. Oh fuck, jetzt habe ich es komplett verkackt. Die Hinge wollte ich ja nicht wollen. Das passt ganz gut ins Konzept. Was? Jetzt wird es turbulent. Gefällt mir nicht. Das werde ich schon schaffen. Was? Grusigste Landung. Also grusig landen kann ich auch. Das ist ein bisschen scheisse. Überhaupt nicht mehr. Aber für die Baumgrenze zu kommen, für zum Übernachten, muss ich 800 Höhenmeter rauf. Ich mache nicht mehr. Schultern tun weh. Ich wäre so hoch dort an diesem Berg hinten gewesen. Schau jetzt da. Dort wäre ich an dem da, wie zeigt man? Da wäre ich über der Waldgrenze gewesen, dort oben.
Jetzt bin ich halt hier unten, ist wie es ist. Jetzt laufe ich einfach, ich schaue, ob ich noch laufen kann. Der Schirm ist noch kaputt. Wäre eigentlich mal cool, wenn ich den heute noch flicken könnte. So das Nötigste, das Gröbste. Es hat irgendwie, weiss auch nicht, 15 Leinen geklebt. Und 2 Löcher. Kann man vielleicht notdürftig flicken. Rauflaufen und dann schauen wir mal. Flucht nach oben ist die einzige Chance. Ich muss jetzt auch durch. Und da wären wir dann etwa am absoluten Tiefpunkt angekommen von diesem Abenteuer. Noch kurze Korrektur. 8 Leinen hat es geklebt, nicht 15, nämlich 6 Bremsgalerieleinen und 2 C-Galerieleinen. Aber in diesem Zustand sieht man eben alles noch etwas schwärzer, als es schon ist. Jetzt bin ich hier, fange mal einkaufen und ein bisschen Essen und ein bisschen Bewegung hat mir dann geholfen, aus dem Loch rauszukommen. Ist jetzt 7. Ich bin noch immer irgendwo unten 1500-1600 umeinander. Das erste Gletscher geflickt. Das sieht eigentlich alles wieder gut aus. Ich bin noch einkaufen, noch ein bisschen gemütlich genommen. Ich habe gefunden, ich mag noch nicht laufen. Bis am 8. bin ich vielleicht gerade so knapp ober der Baumgrenze. Laut Wegweiser, aber es sind ziemlich viele Höhenmeter noch involviert. Sicher etwas schaffen. Muss ich das Zelt halt im Dunkeln aufstellen. Mal schauen. Es ist dunkel. Es ist 8. Ich bin auf gut 1800. Ich habe noch eine andere Route genommen. Ich habe das Gefühl, es sei besser für dort, wo ich her will. Also, wir haben hier noch so ein bisschen Abendrot. Ist auch noch ein bisschen schön. Aber nächstens ist das Zelt wirklich dunkel. Das heisst, das Zelt auch im komplett Dunkeln aufstellen. Ich weiss gar nicht so recht, wo das ist. Das wird noch so ein bisschen spannend. Mal schauen. Aber wenn es dann noch sehr lang geht, dann kommt dann irgendwann der Mond und dann wird es wieder sehr hell. Die Beine haben erstaunlicherweise noch mögen, nur die Schultern haben irgendwie mehr weh tun. Aber ich habe mir hier auf der Karte ein Plätzchen rausgesucht zum Übernachten und ich wollte einfach unbedingt noch dort her. Und langsam wird es auf der Kamera dermassen dunkel, dass man gar nichts mehr sieht. Den Rest des Weges müsst ihr euch halt vorstellen. So, und für die Qualität von dem Video, das jetzt kommt, bitte bereits im Voraus um Entschuldigung, das ist leider einfach nicht besser gegangen. Man sieht mich. Ich muss jetzt hier mit dem Blitz filmen, weil sonst würde man überhaupt gar nichts sehen. Ich habe jetzt hier das Zelt im Dunkeln aufgestellt. Es ist ziemlich kalt, aber irgendwie finde ich es so geil. Ich bin jetzt hier vis-à-vis von Grand Montana. Keine Ahnung, wie es heisst. Da hinten hat es irgendwo eine Talstation von einer Bergbahn. Hier hat es eine schöne Ebene. Ich habe meine Augen langsam ans Dunkel gewöhnt. Jetzt vom Blitz sehe ich den wieder gar nichts mehr. Ich habe jetzt vorhin schnell ausgerechnet, ich habe heute auch etwa 2500 Höhenmeter gemacht mit 20 Kilo am Rücken. Völlig gestört, ich müsste komplett kaputt sein. Ich bin nicht so kaputt, wie ich es erwarten würde, aber mal schauen, wie es tut. Dann morgen schauen, ob ich noch laufen kann. Wenn ich morgen noch mache, dann ist der Plan, dass ich zuerst rauflaufe, dann Flöckerbad überfliegen, dort rauf. Und habe die Hoffnung, dass ich irgendwie am frühen Nachmittag, irgendwie so kurz nach dem Mittag, dort oben bin und dort Thermik verwünsche. Weil heute hat das einfach überhaupt nicht geklappt mit Thermik. Und ich hoffe, dass mein Schirm noch fliegt, jetzt nach dem Flicken. Ja, jetzt bin ich gespannt, was das noch gibt.
Jetzt tue ich noch etwas essen, dann gehe ich schlafen. Das Zelt ist alles eingerichtet. Ja, ich mache jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe es völlig übertrieben heute zum Laufen. Und die Thermik hat einfach nicht auf dieser Südseite vom Wallis. Hure stabil gsi und die Sonne kommt einfach nicht mehr genug weit in den Norden, dafür, dass das funktioniert. Das ist ein bisschen ein Seich. Das habe ich nicht bedenkt bei meiner Planung. Ich hätte nicht dort hinten anfangen und dann irgendwie zu 4 oder so. Aber genieße es jetzt trotzdem. Freue mich nochmal auf eine Nacht und morgen aufstehen, freue mich, Sonnenaufgang nochmal schauen. Also, ciao zusammen, gute Nacht. So, was da am nächsten Tag passiert ist, das seht ihr im nächsten Video. Und sorry nochmal wegen der Qualität von dem Video vorhin. Die schlimmsten Stellen habe ich dich so mit Fotos abgedeckt, die so, sagen wir mal, mittelmässigen Zusammenhang haben zu dem, was ich sage. Der Plan, den ich vorhin erzählt habe, der beinhaltet mal wieder so ein bisschen illusorische Vorstellungen von Gleitleistung. Mit der Talquerung vom Wallis lenkt es ganz sicher nicht mehr bis auf Leukerbad rauf. Aber auf das komme ich dann auch noch im nächsten Video. Jetzt schauen wir uns doch zuerst mal noch die Route von heute auf der Karte an. Wenn wir jetzt hier noch mal ein bisschen rauszoomen, sehen wir, es ist dann gleich noch einigermaßen anständige Strecke, die ich an diesem Tag zurückgelegt habe. Ich glaube, das war auch einer der ereignisreichsten Tage in meinem Leben. Wegen dem ist das Video auch ein bisschen gar lang geraten. Ich hoffe, das ist noch im Rahmen für euch. Aber jetzt wären wir mit dem mal am Ende. Wenn ihr das Video vom ersten Tag noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch hier. Das nächste kommt dann dort, sobald es draussen ist. Und hier tue ich noch etwas rein vom Streckenfliegen im Jura. Jetzt müsstest du eigentlich nur noch den Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht hast. Und idealerweise das Glöckchen nebendran noch drücken. Und dann hoffe ich, es geht nicht ganz so lange bis zum nächsten Video wie das mal. In diesem Sinne, habt's noch gut. Ciao zusammen.